Hallo liebe Häkelfreunde, diese elegante Kurzjacke ist wunderbar über ein Sommerkleid zu tragen, wenn ein warmer Sommertag sich dem Ende zuneigt und in einen kühlen Abend übergeht. Natürlich kann man die Jacke auch wunderbar zu leichten Sommerhosen oder zu Jeans tragen. Besondere Highlights sind die wunderschönen Bordüren vorne und die auffallenden Ärmel. Ich habe die Jacke aus reiner Baumwolle gehäkelt, welche in vielen Farben erhältlich ist. Ich habe mich diesmal für Pink entschieden, aber die Farbwahl bleibt euch natürlich völlig überlassen. Für ein schönes Ergebnis ist genaues und aufmerksames Arbeiten erforderlich. Die Anleitung enthält die Angaben für die Größen 36 bis 50, welche immer dann im Video erscheinen, wenn sie gebraucht werden. Richtwerte zum Verbrauch findet ihr im Anfangsbereich des Videos nach den Intros. Ich betone, dass es sich um Richtwerte handelt. Ihr solltet immer darauf achten, dass ihr genügend Material habt bzw. nachkaufen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese Jacke nehme ich die Catania von Schachenmeier. Sie besteht zu 100% aus Baumwolle. Ein Knäuel hat 50 Gramm und 125 Meter Lauflänge. Und das ist die Farbe 256. Ich verwende für die Anschlagskette eine Häkelnadel Nummer 3,5 und dann steige ich auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Ich häkle 2 Luftmaschen. Ich drehe die erste Luftmasche um, sodass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, ich ziehe ihn durch eine Schlaufe durch und dann durch die anderen 2. In diesen Querfaden wieder einstechen, das ist nur ein Faden, den Faden durchholen, durch eine Schlaufe ziehen und dann durch die anderen 2. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche und dann stechen wir in diese Luftmasche wieder ein, holen den Faden durch, häkeln zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. Wir häkeln später hier, wo die schönen Maschen sind. Wir haben jetzt 4 gemacht und wir häkeln die Kette so lang, bis das angegebene Maß für eure Größe erreicht ist. Die Maße stehen oben in der Ecke. Die Maschenzahl ist egal, einfach auf die Zentimeterangaben achten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe mein benötigtes Maß erreicht. Ich habe für die Größe 4042 circa 54 cm angeschlagen. Bei mir sind das 90 feste Maschen. Das kann bei euch natürlich anders sein, aber es kann euch als Orientierung dienen. Und jetzt kippen wir die Kette und ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 4 um. Wir häkeln das Rückenteil nur in Stäbchen. Wir starten mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt und ab der zweiten Masche häkeln wir ganz gewöhnliche Stäbchen und notiert euch die Maschenzahl, die ihr angeschlagen habt, und schaut, dass diese Zahl die ganze Zeit unverändert bleibt. Ich häkle meine 90 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anzahl Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Die Reihe beginnt immer mit 3 Luftmaschen und diese 3 Luftmaschen sind bereits das erste Stäbchen. Damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln wieder lauter Stäbchen. Am Ende der Reihe ist etwas zu beachten. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin am Ende der Reihe angekommen und hier ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Auf keinen Fall weiter unten einstechen, sonst wird der Rand mit der Zeit zu kurz, er zieht sich zusammen und das ganze Teil wird nicht schön gerade. Jetzt gibt es 2 Dinge, auf die ihr achten müsst. Erstens, eure Anzahl Stäbchen muss stets erhalten bleiben, also immer dieselbe Anzahl. Und als zweites, achtet am Anfang darauf, ob das Maß erhalten bleibt. Das Teil darf auf keinen Fall schmaler werden, als ihr am Anfang gemessen habt. Wenn das der Fall ist, ist der Anschlag hier unten zu locker gewesen. Dann würde das Teil schmaler werden. Das darf nicht sein. Wenn es 1 bis 2 cm breiter wird, ist das kein Problem. Aber wie gesagt, am Anfang nach ein paar Reihen noch einmal nachmessen, ob ihr genügend Maschen angeschlagen habt. Und dann wiederholen wir diese zweite Reihe, die wir jetzt gemacht haben, bis das Teil die gewünschte bzw. benötigte Länge erreicht hat. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein gewünschtes Maß erreicht und ganz wichtig ist, wir brauchen eine gerade Anzahl an Stäbchenreihen, also ohne die Anschlagsreihe, nur die Stäbchenreihen zählen. Das muss eine gerade Anzahl sein. Die brauchen wir dann nämlich für die Vorderteile. Und ich zeige euch noch, woran ihr die schöne Seite erkennt. Auf der schönen Seite ist die Anschlagskette glatter als hier auf der Rückseite, wo man solche Quermaschen sieht. Zum Zweiten hängt der Anfangsfaden rechts unten und bei einer geraden Anzahl an Stäbchenreihen enden wir mit dem Arbeitsfaden auf der linken Seite. Also der Anfangsfaden hängt rechts unten, der Arbeitsfaden ist links oben.
Am Ende häkle ich eine Luftmasche. Ich lasse hier circa 3 Meter Faden dran, den können wir später für die Schulternaht brauchen, und dann den Faden abschneiden und durchziehen und festziehen. Und für das Vorderteil nehmen wir wieder die Häkelnadel Nummer 3,5 und da sehen wir uns gleich wieder. Für das erste Vorderteil beginne ich wieder mit einer Anfangsschlinge und ich nehme wieder die dünnere Häkelnadel. Ich starte wieder mit 2 Luftmaschen und häkle wieder im elastischen Anschlag die Grundreihe, und auch hier ist die Maschenzahl egal und das Vorderteil sollte etwas breiter sein als das halbe Rückenteil. Ich schreibe euch Maße oben in die Ecke und wenn ihr euer Maß erreicht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe mein benötigtes Maß erreicht. Wie gesagt, das Vorderteil sollte etwas breiter sein als das halbe Rückenteil. Ich schreibe euch die Maße oben in die Ecke. Es müssten also ein paar Maschen mehr sein als die Hälfte der Maschen, die ihr beim Rückenteil angeschlagen habt. Jetzt wenden wir die Arbeit. Wir steigen wieder auf die dickere Häkelnadel um. Wir häkeln 3 Luftmaschen und noch 2 Stäbchen in die nächsten beiden Maschen. Die erste Masche ist mit diesen 3 Luftmaschen besetzt, die zählen als erstes Stäbchen. In die nächsten beiden Maschen häkeln wir je ein Stäbchen, sodass wir 3 Stäbchen nebeneinander haben. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschen aus und häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. Wir häkeln 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschen aus und häkeln wieder 2 Stäbchen nebeneinander. Und das Ganze machen wir noch ein drittes Mal. 3 Luftmaschen, 3 Maschen auslassen und in die 4. und 5. Masche häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Das sieht so aus und jetzt häkeln wir die Reihe mit Stäbchen zu Ende. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt und wenn ihr alle Maschen zählt, die Stäbchen, die Luftmaschen und diese Stäbchen, dann kommen wir immer wieder auf die Anzahl, die wir angeschlagen haben. Das ist wichtig. Bis zum Ausschnitt hoch muss die Zahl der Maschen insgesamt unverändert bleiben. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und häkeln bis zum Lochmuster hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Lochmuster angekommen und hier ist es ganz wichtig, dass wir eine Masche vorher mit den Stäbchen aufhören. Das letzte Stäbchen darf nicht behäkelt werden. Wir lassen also eine Masche vor der Lücke aus und häkeln in die Lücke 5 Stäbchen. Wir lassen diese beiden Stäbchen aus, springen direkt in die nächste Lücke
und häkeln wieder 5 Stäbchen in die Lücke. Diese beiden lassen wir aus und häkeln noch einmal 5 Stäbchen in die Lücke. Jetzt haben wir 3 Stäbchen übrig, davon müssen wir das erste auslassen und am Rand noch 2 Stäbchen häkeln, das letzte Stäbchen unbedingt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorreihe, nicht weiter unten einstechen. Das Ganze sieht jetzt so aus. In der ersten Musterreihe erstreckt sich die Bordüre über 16 Maschen, in der zweiten Musterreihe über 17 Maschen. Die Gesamtmaschenzahl bleibt aber gleich, weil wir das im Randbereich ausgleichen. Das war im Grunde schon der erste Mustersatz. Ich mache natürlich noch mehrere Mustersätze mit euch. Wir wenden die Arbeit und ganz wichtig, wenn ihr nachzählen wollt, wir haben wieder dieselbe Maschenzahl, die wir angeschlagen haben. Die bleibt immer unverändert. Die erste Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen und wir häkeln noch 2 Stäbchen nebeneinander. Wir haben also in dieser ersten Musterreihe 3 Stäbchen am Rand. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen, wir lassen 3 Maschen aus und häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen, wir lassen genau 3 Maschen aus, häkeln 2 Stäbchen. Wir häkeln wieder 3 Luftmaschen, wir lassen 3 Maschen aus und häkeln Stäbchen bis zum Ende der Reihe. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr das letzte Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Und wie gesagt, insgesamt muss die Maschenzahl immer unverändert bleiben. Die zweite Musterreihe beginnt mit Stäbchen bis zum Lochmuster und beim Lochmuster sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bei der zweiten Musterreihe ist es ganz wichtig, das letzte Stäbchen vor der Lücke auslassen, diesen Maschenkopf in die Lücke springen, 5 Stäbchen in die Lücke häkeln, zwei Stäbchen auslassen, in die nächste Lücke springen, wieder 5 Stäbchen häkeln, immer von Lücke zu Lücke springen, diese beiden Stäbchen auslassen, noch einmal 5 Stäbchen in die Lücke, und auch hier im Randbereich das erste Stäbchen auslassen und dann bleiben noch 2 Stäbchen übrig und das letzte
in die dritte Luftmasche häkeln. Wir wenden die Arbeit und wir häkeln noch einen Mustersatz gemeinsam. Es sind immer dieselben 2 Reihen. Bei der Hinreihe häkeln wir zuerst 3 Luftmaschen. Das ist das erste Stäbchen. Wir häkeln 2 Stäbchen auf die nächsten 2 Maschen. Das heißt, wir haben hier 3 Stäbchen. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschen aus. Wir häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. Wir lassen 3 Maschen aus, die überspringen wir mit 3 Luftmaschen, häkeln 2 Stäbchen nebeneinander, 3 Luftmaschen, 3 Maschen auslassen und dann wieder Stäbchen häkeln bis zum Ende der Reihe. Und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen. Noch einmal das letzte Stäbchen nicht vergessen und es muss unbedingt in die dritte Luftmasche, damit der Rand sich nicht zusammenzieht. Wir häkeln wieder Stäbchen bis zum Lochmuster und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Beim Lochmuster müsst ihr das Stäbchen direkt vor der Lücke freilassen. Dann häkeln wir in jede Lücke 5 Stäbchen. Immer von Lücke zu Lücke springen und nur Stäbchen häkeln. Immer 5 Stück pro Lücke. Auch in die letzte Lücke häkeln wir 5 Stäbchen. Und ganz wichtig, in dieser zweiten Musterreihe das Stäbchen direkt nach der Lücke auslassen und 2 Stäbchen am Rand häkeln. Und auch hier muss es unbedingt die dritte Luftmasche sein. Und jetzt häkeln wir das Teil gerade hoch und nehmt euch das Rückenteil als Maß sozusagen. Wir häkeln so lange hoch, bis ungefähr noch 25 cm oder 26 übrig bleiben und ab hier kommt dann der V-Ausschnitt. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das erste Vorderteil so weit hochgehäkelt, dass auf die Gesamtlänge noch ca. 25 cm fehlen. Ich habe den Mustersatz vollständig gehäkelt, also mit einer zweiten Musterreihe geendet. Jetzt wenden wir und jetzt beginnen wir mit den Abnahmen und die Abnahmen machen wir immer neben dem Lochmuster. Das heißt, wir häkeln zunächst die erste Musterreihe wie gewohnt hinüber bis zu den Stäbchen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die 3 Kästchen wie gewohnt gehäkelt. Dieses Stäbchen habe ich noch gemacht. Hier gut schauen. 3 Maschen auslassen und die nächsten beiden Stäbchen häkeln wir als zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, stechen in
den nächsten Maschenkopf ein, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, wieder einen Umschlag holen, in den nächsten Maschenkopf einstechen, den Faden durchholen, 2 Fäden abmaschen und dann die restlichen 3. Das ist in der nächsten Reihe nur noch ein Maschenkopf und somit haben wir ein Stäbchen abgenommen. Jetzt häkeln wir die Reihe zu Ende und wieder zurück bis zum Muster und dann zeige ich euch die Abnahme in der zweiten Musterreihe. Willkommen zurück, ich bin beinahe wieder beim Muster angekommen und in der zweiten Musterreihe müssen wir 3 Maschenköpfe vor der Lücke aufhören und wir häkeln in die nächsten 2 Stäbchen 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und das letzte Stäbchen müssen wir wie immer frei lassen. Das heißt, wir häkeln direkt 5 Stäbchen in jede Lücke, so wie immer. Wir häkeln die Reihe zu Ende und wieder bis hier herüber, bis zur Abnahme und da zeige ich euch das noch einmal. Willkommen zurück, ich habe wieder meine 3 Kästchen gehäkelt. Das Muster bleibt genau wie vorhin völlig unverändert. Und die nächsten beiden Maschenköpfe anschauen und da häkeln wir wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Also immer auf die Maschenköpfe achten und nicht auf die Stäbchen der Vorreihe. Wir häkeln die Reihe zu Ende und noch einmal bis hierher. Dann zeige ich euch auch noch einmal die Abnahme in der zweiten Musterreihe. Willkommen zurück, in der zweiten Musterreihe hören wir 3 Maschenköpfe vor der Lücke auf. Wir häkeln in die nächsten beiden Maschenköpfe 2 zusammen abgemaschte Stäbchen und dieses Stäbchen müssen wir aufgrund des Musters auslassen. Das ist keine Abnahme, sondern das ist musterbedingt und dann folgen wie immer die 5 Stäbchen in jede Lücke. Und diese beiden Reihen wiederholen wir, bis das Vorderteil ca. 9 bis 10 cm schmaler geworden ist. Dann häkeln wir die letzten Reihen ohne Abnahmen. Ich erkläre euch das in der nächsten Einstellung. Willkommen zurück, ich habe mein Vorderteil hochgehäkelt und zwar folgendermaßen. Erstens, es hat genau gleich viele Reihen wie das Rückenteil, das ist ganz wichtig. Und zweitens, ich habe mir wieder das Rückenteil als Maß genommen und ab dem Moment, wo das Vorderteil ungefähr 9 bis 10 cm schmaler war als hier unten, habe ich keine Abnahmen mehr gemacht. Bei mir hat es sich so ergeben, dass ich die letzten 4 Reihen ohne Abnahmen gehäkelt habe, also gerade hoch. Hier entsteht so ein schöner Bogen und hier oben, wenn wir keine Abnahmen mehr machen, funktioniert das Muster genau gleich wie hier unten. Wir haben ja die Abnahmen immer hier im Stäbchenbereich gemacht, das heißt, das Muster ist davon nicht betroffen. Ihr müsst nur diese 2 zusammen abgemaschten Stäbchen nicht mehr machen. Bei mir sind es wie gesagt 4 Reihen, bei euch könnten es auch 2 mehr oder weniger sein. Das müsst ihr am Rückenteil bestimmen und zwar sollte der Ausschnitt für die kleineren Größen nur ca. 18 cm haben, für die größeren maximal 20 cm, wenn hier
das zweite Vorderteil dazu kommt. Also nicht, dass der Ausschnitt mega breit wird und die Schulter ganz schmal. Und für das zweite Vorderteil habe ich die gleiche Anzahl feste Maschen angeschlagen wie bei diesem Vorderteil. Nicht vergessen, den Anschlag mit der dünneren Häkelnadel machen und dann auf die dickere Häkelnadel wieder umsteigen. Und jetzt brauchen wir ein gegengleiches Teil und das heißt, wir häkeln zuerst den Stäbchenteil und zwar häkeln wir so viele Stäbchen, bis am Ende der Reihe noch genau 16 feste Maschen übrig sind und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe Stäbchen gehäkelt, bis noch genau 16 feste Maschen übrig sind. Es müssen gleich viele Stäbchen sein wie beim anderen Vorderteil. Nur brauchen wir die Bordüre auf der anderen Seite. Das heißt, es kommt dann so dazu. Jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen. Wir überspringen 3 Maschen. Wir häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. 3 Luftmaschen. 3 Maschen auslassen. 2 Stäbchen nebeneinander. 3 Luftmaschen. 3 auslassen und am Ende müssen genau 3 Stäbchen noch Platz haben in die letzten 3 Maschenköpfe. Das sieht dann so aus und die zweite Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben. Dann häkeln wir 5 Stäbchen in jede Lücke. Das kennt ihr schon. Und das machen wir in alle 3 Lücken, immer 5 Stäbchen. Und bei den Stäbchen hier drüben sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Wir haben gemacht 2 Stäbchen am Rand und 3 mal 5 Stäbchen in die Lücken. Und weil wir ja wieder die Maschenzahl ausgleichen müssen, müssen wir das erste Stäbchen unbehäkelt lassen. Und wir häkeln Stäbchen bis zum Ende der Reihe und wieder zurück bis zur Bordüre und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe alle Stäbchen gehäkelt bis zur 5er Gruppe und in dieser Reihe ist es ganz wichtig, wir brauchen ein Stäbchen auf das erste Stäbchen des 5er Bogens. Dann häkeln wir die 3 Luftmaschen, lassen 3 Maschenköpfe aus. Wir häkeln 2 Stäbchen nebeneinander, 3 Luftmaschen, 2 Stäbchen nebeneinander, immer genau 3 Maschen überspringen, noch einmal 3 Luftmaschen, 3 Maschen überspringen und ganz wichtig, am Ende müssen noch 3 Stäbchen Platz haben. Das letzte Stäbchen in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens. Wir wenden die Arbeit und ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Die
zweite Musterreihe beginnt mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben. Dann häkeln wir in jede Lücke 5 Stäbchen und nach der Bordüre sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, wir haben wieder gemacht 2 Stäbchen und 3 Fünfergruppen und in dieser Reihe müssen wir das erste Stäbchen hier auslassen und auf dem zweiten Stäbchen mit den Stäbchen wieder beginnen. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und noch einmal zurück zur Bordüre und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Bordüre angekommen. Ganz wichtig, bis zur Fünfergruppe hinhäkeln und ein Stäbchen in das erste Stäbchen der Fünfergruppe. Dann 3 Luftmaschen, 3 Maschen auslassen, 2 Stäbchen nebeneinander, 3 Luftmaschen, 3 auslassen, 2 Stäbchen nebeneinander, 3 Luftmaschen, 3 auslassen und in dieser Reihe haben wir am Rand 3 Stäbchen. Und das letzte immer in die dritte Luftmasche häkeln, das ist wichtig. Und das Ganze kommt so dazu und wir häkeln jetzt wieder hoch bis zum Ausschnitt. Ihr schaut, wie viele Reihen ihr bis zum Ausschnitt gemacht habt und dann machen wir wieder die Abnahmen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe gleich viele Reihen hochgehäkelt bis zum Ausschnitt wie beim anderen Vorderteil. Ich habe mit einer zweiten Musterreihe vorläufig geendet und jetzt machen wir wieder Abnahmen und dazu häkeln wir bis zur Bordüre hinüber und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich höre 2 Stäbchen vor dem Bogen auf, hier häkle ich die 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und ganz wichtig, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen des Bogens und dann die 3 Luftmaschen, immer 3 Maschen auslassen und 2 Stäbchen. Das ist das gewohnte Muster. Und wir häkeln die Bordüre hinüber und wieder zurück bis hierher und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe hier die letzten 5 Stäbchen in den Bogen gehäkelt und hier ist es ganz wichtig, den nächsten Maschenkopf müssen wir auslassen und dann erst die beiden zusammen abgemaschten Stäbchen häkeln, damit das Muster wieder passt und wir wieder eine Abnahme haben. Und wir häkeln die Stäbchen hinüber und wieder zurück zur Bordüre und dann zeige ich euch beide Reihen noch einmal. Willkommen zurück, in der ersten Musterreihe hören wir 2 Maschenköpfe vor der Fünfergruppe auf. Hier machen wir unsere Abnahme mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen und nicht vergessen, ein Stäbchen auf das erste Stäbchen des Bogens und dann das gewohnte Muster und wir häkeln
die Bordüre hinüber und wieder zurück. Und dann zeige ich euch die Abnahme in der zweiten Musterreihe noch einmal. Willkommen zurück. Wir häkeln in der zweiten Musterreihe den letzten Fünferbogen. Dann ganz wichtig, ein Stäbchen bzw. einen Maschenkopf auslassen und in den zweiten und dritten Maschenkopf die Abnahme häkeln mit 2 zusammen abgemaschten Stäbchen. Und nehmt euch wieder das erste Vorderteil als Richtmaß. Wir machen auf dieser Seite natürlich genau gleich viele Abnahmen wie beim anderen Vorderteil und dann die gleiche Anzahl Reihen am Ende ohne Abnahmen, und da funktioniert das Muster so wie hier unten. Also die beiden Vorderteile müssen genau gegengleich sein. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe das zweite Vorderteil fertiggestellt und die Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite jeweils innen ist. Das erkennt ihr zum einen an den Anschlagskanten. Auf der schönen Seite sind die Anschlagskanten glatter als auf der Rückseite. Beim Rückenteil hängt der Anfangsfaden rechts unten und bei beiden Vorderteilen ist der Anfangsfaden auf der linken Seite. So ist die schöne Seite innen. Und jetzt schließen wir die Schulternähte. Ich habe die Nähte mit ein paar Klammern fixiert. Wir nehmen uns den Faden, den wir dran gelassen haben. Wir stechen vorne und hinten ins äußerste Stäbchen ein, wenn es ein Ersatzstäbchen ist, in die dritte Luftmasche. Wir holen den Faden durch und häkeln eine Luftmasche. Wir stechen in dieselben Maschen vorne und hinten noch einmal ein, holen den Faden durch und häkeln eine feste Masche. Und so schließen wir Masche für Masche die Schulternaht und schaut, dass ihr immer vorne und hinten dasselbe Stäbchen erwischt und macht die festen Maschen nicht winzig klein, damit die Naht ein bisschen dehnbar bleibt. Und wenn ihr die erste Schulternaht geschlossen habt, dann dreht ihr euch das Teil um und schließt die zweite Schulternaht ebenfalls von außen nach innen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Schulternähte geschlossen und die Jacke wieder auf die schöne Seite umgedreht. Von außen sieht das so aus bei der Naht. Und jetzt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel vorbereitet und ich habe den Ärmel direkt dran gehäkelt im selben Muster wie hier bei der Bordüre. Ich habe den Ärmel gerade hinunter gehäkelt. Und den zweiten Ärmel machen wir nun gemeinsam. Und dazu braucht ihr zuerst Vorbereitungen. Ihr klappt euch die Jacke auseinander, sodass die schöne Seite der Naht oben liegt. Das erkennt ihr am besten hier an der Naht. Hier ist die Unterseite, das ist die schöne Seite.
Jetzt brauchen wir zunächst unser Maß, und zwar gemessen von der Schulternaht. Für die Größe 40-42 habe ich ungefähr 25 cm in beide Richtungen gemessen ab der Naht. Die anderen Maße schreibe ich euch oben in die Ecke. Diese Markierungen sind nur vorläufig, denn wir brauchen auch noch eine bestimmte Maschenzahl, damit sich das Muster ausgeht. Und zwar brauchen wir auf beiden Seiten von der Naht eine Maschenzahl, die durch 5 teilbar ist, und dann 2 zusätzliche Maschen. Und ich zeige euch an meinem Beispiel, wie man das auszählen kann. Ihr schaut, wo die Naht ist, und ihr zählt pro Stäbchenreihe 2 Maschen. Das heißt, ich zähle jetzt einmal immer 10, 2, 4, 6, 8, 10. Das ist durch 5 teilbar, dann noch einmal 2, 4, 6, 8, 20 haben wir dann 2, 4, 6, 8, 30. Und jetzt komme ich schon langsam zu meinem Markierer. Hier habe ich jetzt noch einmal 6 Maschen dazu. 3 Reihen sind 6 Maschen. Das ist 36 und dann brauche ich noch eine Masche mehr. 37, damit die Maschenzahl durch 5 teilbar ist. Das wäre also 35 plus 2 ist 37. Das heißt, hier beginne ich und hier müsste ich in meinem Fall in die erste Lücke 3 Stäbchen machen und in alle anderen 2 Stäbchen. Wenn sich das nicht genau ausgeht, könnt ihr natürlich die Klammer noch um 1-2 Reihen versetzen. Einfacher ist es zum Beispiel mit der Zahl 42. Die ist ebenfalls durch 5 teilbar plus 2 und das wären dann genau 21 Reihen. Und ich schreibe euch verwendbare Maschenzahlen oben in die Ecke und wir brauchen auf beiden Seiten gleich viele Maschen. Und wenn ihr eure Maschenzahl gezählt habt, dann holen wir durch die Lücke den Faden durch, machen ganz am rechten Rand des Stäbchens einen Knoten. Und wie gesagt, wenn ihr eine ungerade Zahl habt, häkelt ihr einfach in die erste Lücke 3 Stäbchen. Das erste Stäbchen besteht aus 3 Luftmaschen und dann noch 2 Stäbchen dazu und dann in jede Stäbchenreihe 2 Stäbchen bis zur Schulternaht und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe bis zur Schulternaht für meine Größe 37 Maschen aufgenommen. Das kann bei euch aber auch bei derselben Größe ein bisschen anders sein. Das müsst ihr wirklich selber auszählen. Und wir springen über die Schulternaht drüber und auf der anderen Seite nehmen wir genau gleich viele Maschen auf und auch genau gleich wie auf dieser Seite, also gleich viele Reihen, und in der letzten Reihe brauche ich 3 Stäbchen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten der Schulternaht genau gleich viele Maschen aufgenommen und darauf geachtet, dass es auch gleich viele Reihen sind. Ich habe nun eine Gesamtzahl von 74 Maschen. Ihr müsst eine der oben angeführten Zahlen haben,
damit sich das nachfolgende Muster ausgeht. Und ab jetzt geht es mit dem Muster los, mit einer Rückreihe, und das Muster ist gleich wie bei der Bordüre. Ich zeige euch beide Musterreihen noch einmal. Die erste Musterreihe startet mit 3 Luftmaschen, die zählen als erstes Stäbchen. Damit ist der erste Maschenkopf besetzt und wir häkeln in die nächsten beiden Maschen 2 Stäbchen. Wir haben also 3 Stäbchen im Randbereich. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen, wir überspringen 3 Maschen und häkeln 2 Stäbchen nebeneinander. 3 Luftmaschen, 3 Maschen überspringen, 2 Stäbchen nebeneinander häkeln. Und das machen wir bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Hier habe ich 3 Luftmaschen gehäkelt. Am Ende der Reihe müssen genau 6 Stäbchen noch übrig sein. 3 überspringen wir und im Randbereich haben wir, genau wie am Anfang der Reihe, 3 Stäbchen und das letzte Stäbchen unbedingt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln. Also merkt euch, in dieser ersten Musterreihe haben wir am Anfang und am Ende 3 Stäbchen im Randbereich. Wir wenden die Arbeit. Wir starten wieder mit 3 Luftmaschen und diesmal häkeln wir nur noch ein Stäbchen. In der zweiten Musterreihe haben wir 2 Stäbchen im Randbereich. Hier lassen wir ein Stäbchen aus und in die Lücke häkeln wir 5 Stäbchen. Wir überspringen diese 2 Stäbchen und häkeln in jede Lücke 5 Stäbchen bis zum Ende der Reihe und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die letzten 5 Stäbchen in den letzten Bogen gehäkelt und auch hier lassen wir nach dem Bogen ein Stäbchen aus und häkeln ganz am Rand noch 2 Stäbchen. Also in der zweiten Musterreihe haben wir am Anfang und am Ende der Reihe 2 Stäbchen. Ich zeige euch beide Reihen noch einmal. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 3 Luftmaschen und in der ersten Musterreihe häkeln wir noch 2 Stäbchen nebeneinander, sodass wir 3 Stäbchen im Randbereich haben. Dann häkeln wir 3 Luftmaschen, immer genau 3 Maschenköpfe auslassen, 2 Stäbchen nebeneinander häkeln, 3 Luftmaschen, 3 Maschen auslassen und wieder 2 Stäbchen nebeneinander häkeln. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Am Ende der Reihe brauchen wir auch diese 3 Luftmaschen. Wir lassen 3 Maschenköpfe aus und hier müssen am Ende genau noch 3 Stäbchen Platz haben. Und diese Kästchenreihe
dürft ihr immer ein bisschen auseinanderziehen. Die zieht automatisch ein bisschen zusammen. Und die zweite Musterreihe beginnt ebenfalls mit 3 Luftmaschen und einem Stäbchen daneben, also mit 2 Stäbchen im Randbereich. Ein Stäbchen lassen wir aus und wir häkeln in jeden Bogen 5 Stäbchen. Und diese 2 Stäbchen lassen wir immer aus. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück am Ende der Reihe. Nach den 5 Stäbchen in den letzten Bogen lassen wir ein Stäbchen aus und ganz am Rand häkeln wir 2 Stäbchen. Und diese beiden Musterreihen wiederholen wir, bis der Ärmel die gewünschte Länge erreicht hat. Als Richtwert, ich habe ihn 40 cm lang gemacht, ab hier gemessen, ab dieser allerersten Stäbchenreihe. Und am besten macht ihr dann, so gut es geht, einmal eine Anprobe. Und dabei müsst ihr bedenken, dass sich der Halsausschnitt im Moment noch sehr dehnt. Der wird aber später noch stabilisiert mit festen Maschen. Und wenn ihr den Ärmel hinuntergehäkelt habt, endet mit so einer zweiten Musterreihe, die wir gerade gemacht haben, und schneidet den Faden nicht ab. Damit können wir gleich die Nähte schließen. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel auf die gewünschte Länge gehäkelt. Ich habe die Jacke so zusammengelegt, dass die schöne Seite innen ist, und ich habe die Ärmelnaht und die Seitennaht mit ein paar Klammern fixiert. Hier genau schauen, dass die Reihen genau aufeinander passen. Auch hier genau schauen, wo die Ärmelnaht aufhört und die Seitennaht anfängt, damit auch hier die Reihen ganz genau zusammenpassen. Den Faden haben wir dran gelassen und ich steche hier ganz am Rand in die 3. Luftmasche ein und hole den Faden durch. Ich häkle eine Luftmasche und dann häkle ich pro Reihe um diese beiden Randstäbchen herum immer 2 feste Maschen. Und hier genau arbeiten. Die Reihen müssen sowohl bei den Ärmeln als auch bei der Seitennaht ganz genau zusammenstimmen. Und wir können die Naht in einem durchschließen. Dann macht ihr die zweite Seite genau gleich. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe beide Ärmel dran gehäkelt und alle Nähte geschlossen. Und jetzt machen wir die Abschlusskante. Wir befinden uns auf der schönen Seite der Jacke. Ich drehe die Jacke auf die Rückseite um und ich beginne bei einer Seitennaht an der unteren Kante der Jacke. Hier steche ich ein, hole den Faden durch, verknote den Faden . Ich steche in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche und in dieselbe Masche eine feste Masche. Und dann, wenn ihr hier schaut,
seht ihr schöne Einstichstellen. Ihr könnt hier ein bisschen tiefer einstechen, den Faden durchholen, eine feste Masche in jede Einstichstelle häkeln und auch hier macht die festen Maschen nicht winzig klein. Und wir häkeln zunächst bis zur Ecke und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen und in die letzte Einstichstelle, wo der Faden noch dran hängt, also nicht dieses Anhängsel hier, sondern in die letzte schöne Einstichstelle häkle ich 3 feste Maschen in eine Masche und ich lasse dabei diesen Anfangsfaden verschwinden, indem ich drüber häkle. Um die Randstäbchen herum häkle ich jeweils 2 feste Maschen pro Reihe sozusagen. Und das machen wir die ganze Kante entlang und hier oben beim Halsausschnitt einfach in jede vorhandene Masche eine feste Masche. Wenn ihr zur nächsten vorderen Ecke kommt, wieder 3 feste Maschen, damit wir gut um die Kurve kommen, und wir häkeln einmal um die ganze Jacke herum, bis wir wieder dort ankommen, wo wir mit den festen Maschen begonnen haben, und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin rundherum gekommen und ich schließe mit einer Kettmasche in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde. Ich häkle eine Luftmasche und starte im ersten Maschenkopf wieder mit den festen Maschen. In der Ecke häkeln wir wieder 3 feste Maschen, ganz in der Ecke, und dann habe ich mir hier markiert, wo ich das Knopfloch haben möchte. Das findet ihr am besten durch eine Anprobe heraus. Ich habe es eine Reihe drüber gemacht, wo ich mit den Abnahmen begonnen habe. Also am besten eine Anprobe machen und schauen, wo ihr den Knopf bzw. das Knopfloch haben möchtet. Und wir häkeln bis zur Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zur Klammer feste Maschen gehäkelt und ich entferne die Klammer und ich mache nur ein kleines Knopfloch, da ich einen kleinen Knebelknopf verwende. Die Größe des Knopflochs hängt natürlich von der Größe des Knopfes ab. Ich mache nur 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen und häkle dann mit festen Maschen weiter. Und je nachdem, wie groß euer Knopfloch ist, müsst ihr mehr Luftmaschen machen und die gleiche Anzahl Maschen überspringen. Wir häkeln nun einmal rundherum und wieder bis hierher, und ins Knopfloch macht ihr dann gleich viele feste Maschen, wie ihr Luftmaschen gemacht habt, und dann wieder die Runde zu Ende häkeln, und dann müsst ihr nur noch die Fäden vernähen und unsere wunderschöne Jacke ist fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser eleganten Kurzjacke, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt,
könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.